das wunderschöne Ligurien in Bella Italia. Hier gibt es viele geheimnisvolle Orte. Hinter mir seht ihr die mysteriösen Ruinen des Castrum Perticae. Alles, was wir darüber herausgefunden haben, erfahrt ihr jetzt. Das Castrum, welches auch Burg von Sant'Antonio genannt wird, befindet sich auf dem Gipfel des Rocca Carpanea, im Hinterland von Finale Ligure. Bereits vor dem Bau der byzantinischen Festung war der Ort besiedelt worden. Laut archäologischen Befunden stand in der Bronzezeit zwischen dem 14. und 10. Jahrhundert vor Christus eine bedeutende Siedlung auf der Bergkuppe. Nach der Eroberung von Teilen des heutigen Norditaliens durch die Langobarden entstand Mitte des 6. Jahrhunderts die erste Version der Festungsanlage. Diese bestand aus der Umfassungsmauer mit dem noch heute sichtbaren Eingang. Außerdem gab es einen von gemauerten Bögen getragenen Wehrgang sowie einen großen mehrstöckigen Turm mit quadratischem Grundriss. Ende des 6. Jahrhunderts wurde die Anlage durch 2 weitere, dahinterliegende Schutzmauern ergänzt. Diese erstreckten sich entlang des Bergrückens und wurden von mehreren rechteckigen Türmen unterbrochen. Auf der Ostseite brauchte es keine wehrtechnischen Maßnahmen, da der Ort dort durch die hohen Klippen natürlich geschützt war. Die Festung diente einerseits der Sicherung der byzantinischen Territorien nach Norden hin und zum anderen der Kontrolle der Handelswege durch das Pertital und das Feligno-Tal. Doch die Befestigung war keine rein militärische Anlage. Hier wohnte eine größere Anzahl von Familien in eigenen Behausungen. Gefundene Reste von Kleidung und Schmuckgegenständen deuten auf weibliche Präsenz hin. Die meisten Wohnbereiche innerhalb des Castrums beschränken sich wohl auf die Fläche hinter der innersten Mauer. Aufgrund der Menge von Funden und der Größe des von den Mauern umschlossenen Bereichs muss man davon ausgehen, dass es jedoch noch weitere Wohngebäude gab, welche auf die beiden äußeren Festungsbereiche verteilt waren. Im 11. Jahrhundert wurde inmitten der Festung die romanische Kapelle Sant'Antonio errichtet. Mehr über dieses Bauwerk voller Geheimnisse erfahrt ihr in einem anderen Video auf unserem Kanal. Erstmals schriftlich erwähnt wird die Anlage übrigens erst im Jahr 1162 als Castrum von Perti. In jener Urkunde belehnte Kaiser Friedrich Barbarossa Enrico del Caretto mit der Markgrafschaft Savona. Die beiden
scheinen in Freundschaft verbunden gewesen zu sein, welche vermutlich während des zweiten Kreuzzugs entstanden war. Die guten Beziehungen zum kaiserlichen Hof verhalfen Enrico und seiner Familie zu viel Macht und Einfluss. Archäologische Funde belegen eine rege Handelstätigkeit. Es wurden Gegenstände entdeckt, die aus allen möglichen Ecken des Mittelmeerraums stammen, insbesondere aus Spanien, Tunesien und dem Nahen Osten. Doch auch aus den Alpenregionen fanden Waren ihren Weg hierher. Beispielsweise Töpfe aus Speckstein, welche zum Kochen benutzt wurden. Einige der Funde sind im Archäologischen Museum von Finale in Finalborgo zu sehen. Im Laufe des 13. Jahrhunderts verließen die Menschen den Ort und die Festung wurde dem langsamen Verfall preisgegeben. Das vollständige Fehlen von Waffen und anderen Gegenständen für militärische Zwecke weist darauf hin, dass dies nicht abrupt, sondern über einen längeren Zeitraum geschah. Ein gewaltsames Ende der Festung wird daher ausgeschlossen. Das Castrum Perticae gilt als eines der am besten erhaltenen Beispiele für spätantike bzw. frühmittelalterliche Befestigungsanlagen in ganz Norditalien. Welch ein weitläufiges Bauwerk hier erschaffen wurde. Egal wie viele Orte ich besuche, jedes Mal stelle ich mir wieder die Frage, wie haben die Menschen damals dies nur geschafft? Fragen, auf die es vielleicht heute keine Antwort mehr gibt, aber vielleicht in der Zukunft. Gut, dies ist es wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr gerne ein Special Thanks bzw. ein Super Thanks spenden. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.